Hallo mein Freund. Willkommen zurück bei Einfach Deutsch. Ich bin Thomas, dein Freund für klare, langsame Deutschstunden. Heute habe ich eine wichtige Frage für dich. Du lernst Deutsch. Du kannst über dich sprechen. Du kannst im Supermarkt einkaufen. Du kannst Smalltalk machen. Aber dann passiert etwas. Du sitzt beim Abendessen mit Deutschen und sie sprechen über Politik, über das Klima, über die Gesellschaft. Und du denkst, Hilfe, ich verstehe die Wörter nicht. Du schweigst, du nickst, du lächelst, aber du verstehst fast nichts. Mein Freund, das ist ganz normal. Das ist das nächste große Problem für Deutschlernende. Du kannst über deinen Alltag sprechen, aber für wichtige Themen fehlt dir der Wortschatz. Wortschatz. Das bedeutet die Wörter, die du kennst. Und genau das ändern wir heute. In diesem Video lernst du 20 wichtige Wörter. Wörter für echte Gespräche. Über die Umwelt, über die Gesellschaft, über das Leben in Deutschland. Am Ende dieses Videos wirst du neue, wichtige Wörter verstehen, diese Wörter in echten Sätzen benutzen können und bei Gesprächen über wichtige Themen nicht mehr schweigen müssen. Los geht's. Mein Freund, lass mich dir etwas erklären. Du lernst Deutsch vielleicht mit einem Sprachkurs. Du lernst Wörter wie Tisch, Stuhl, gehen, kommen. Das ist gut. Das ist der Anfang. Aber wenn du in Deutschland lebst oder arbeiten willst, brauchst du mehr. Du brauchst Wörter für echte Gespräche. Was reden Deutsche wirklich? Erstens, sie reden über das Wetter und die Umwelt. Der Klimawandel macht mir Sorgen. Wir müssen mehr für die Natur tun. Zweitens, sie reden über die Gesellschaft. Wie finden Sie die aktuelle Lage in Deutschland? Das ist ein wichtiges Thema für uns alle. Drittens, Sie reden über die Zukunft. Was können wir besser machen? Wie lösen wir dieses Problem? Das sind echte Gespräche. Das passiert bei der Arbeit, in der Familie, unter Freunden. Überall. Und du willst nicht immer schweigen, oder? Du willst mitmachen. Du willst deine Meinung sagen. Du willst verstehen. Das ist das Ziel für heute. Keine Sorge. Ich erkläre dir alles, langsam und klar. Ich gebe dir für jedes Wort ein Beispiel. So bleibt es in deinem Kopf. Schritt für Schritt. Okay, mein Freund,
Hier ist der Plan. Heute lernst du 20 wichtige Wörter und Ausdrücke. Ich habe sie in 4 Gruppen organisiert. Gruppe 1. Wörter über die Umwelt und das Klima. Das ist ein riesiges Thema in Deutschland. Hier brauchst du die richtigen Wörter. Gruppe 2. Wörter über die Gesellschaft. Also, wie leben Menschen zusammen? Was sind die wichtigen Fragen? Gruppe 3. Wörter für Meinungen und Diskussionen. Du lernst, wie du deine Meinung auf Deutsch sagst. Klar, höflich, direkt. Gruppe 4. Wörter für Lösungen und die Zukunft. Denn Deutsche lieben es, über Lösungen zu sprechen. Für jedes Wort erkläre ich dir, was es bedeutet, wie du es benutzt. Ein klares Beispiel aus dem Alltag. Am Ende üben wir zusammen. Du sprichst laut. So lernst du am besten. Klingt gut? Dann fangen wir an. Die Deutschen nehmen das Thema Umwelt sehr ernst. Du wirst diese Wörter sehr oft hören. Also lass uns anfangen. Das erste Wort ist der Klimawandel. Klima. Das ist das Wetter über viele Jahre. Wandel. Das bedeutet Veränderung. Also, der Klimawandel gleich die Veränderung des Klimas auf der Erde. Die Erde wird wärmer. Das Wetter wird extremer. Das ist der Klimawandel. Beispiel: Der Klimawandel ist eines der größten Probleme unserer Zeit. Oder in einem Gespräch. Stell dir vor, du bist bei einem Abendessen. Jemand sagt, der Sommer dieses Jahr war so heiß. Du kannst antworten, ja, das liegt am Klimawandel. Die Temperaturen steigen jedes Jahr. Merke dir, der Klimawandel gleich die Veränderung des Klimas auf der Erde. Das ist Wort Nummer 1. Gut gemacht. Das zweite Wort ist die Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit. Das ist ein wichtiges deutsches Wort. Es bedeutet, wir benutzen die Ressourcen der Erde so, dass auch zukünftige Generationen, also unsere Kinder und Enkel, noch genug haben. Ressourcen. Das sind die Dinge, die wir brauchen. Wasser, Holz, Energie. Nachhaltigkeit bedeutet, wir denken an die Zukunft. Wir verschwenden nichts. Wir schützen die Natur. Beispiel: Viele deutsche Unternehmen legen großen Wert auf Nachhaltigkeit. Das heißt, sie achten darauf, umweltfreundlich zu arbeiten. Oder im Alltag: Ich kaufe Produkte aus nachhaltiger Herstellung. Das heißt, diese Produkte wurden so hergestellt, dass die Natur nicht geschädigt wurde. Falsch versus richtig.
Viele Lernende denken, dass Nachhaltigkeit nur Recycling bedeutet. Das ist nicht falsch, aber zu einfach. Nachhaltigkeit ist viel größer. Es bedeutet, alles so machen, dass die Zukunft geschützt wird. Merke dir, die Nachhaltigkeit gleich für die Zukunft denken. Die Natur schützen. Wort Nummer 3. Der Treibhauseffekt. Stell dir vor, du hast ein Gewächshaus im Garten. Ein Gewächshaus, das ist ein Glashaus für Pflanzen. Im Inneren ist es warm, weil die Sonne hineinkommt, aber die Wärme nicht herausgeht. Genauso funktioniert der Treibhauseffekt auf der Erde. Bestimmte Gase in der Luft, zum Beispiel CO2, halten die Wärme der Sonne fest. Die Erde wird wärmer. Beispiel: Der Treibhauseffekt wird stärker, weil wir zu viel CO2 produzieren. CO2. Das bedeutet Kohlendioxid. Das ist das Gas, das wir ausatmen. Und das Gas, das bei der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas entsteht. Merke dir, der Treibhauseffekt gleicht die Erwärmung der Erde durch Gase in der Luft. 3 Wörter haben wir schon. Du machst das gut. Wort Nummer 4. Erneuerbare Energien. Erneuerbar. Das bedeutet, es kann immer wieder benutzt werden. Es hört nicht auf. Erneuerbare Energien sind zum Beispiel Sonnenenergie von der Sonne, Windenergie vom Wind, Wasserenergie vom fließenden Wasser. Diese Energien hören nicht auf. Die Sonne scheint immer. Der Wind weht immer. Das Gegenteil sind fossile Brennstoffe. Fossil. Das bedeutet, es kommt aus der Erde. Kohle, Öl, Gas. Diese Dinge gibt es nur in begrenzter Menge. Irgendwann sind sie weg. Beispiel: Deutschland investiert sehr viel in erneuerbare Energien. Das heißt, Deutschland gibt viel Geld für Sonnen- und Windenergie aus. Stell dir vor, du hast Solarmodule auf deinem Dach. Die Sonne scheint und du hast Strom. Das ist erneuerbare Energie in der Praxis. Merke dir, erneuerbare Energien gleich Energie, die immer wieder genutzt werden kann. Sonne, Wind, Wasser. Wort Nummer 5. Die Umweltverschmutzung. Umwelt. Das ist die Natur um uns herum. Verschmutzung. Das kommt von schmutzig machen. Die Umweltverschmutzung bedeutet, wir machen die Natur schmutzig. Wir verschmutzen die Luft, das Wasser, den Boden. Beispiel: Plastik im Meer ist ein großes Problem der Umweltverschmutzung. Oder: Durch zu viele Autos entsteht Umweltverschmutzung in der Stadt.
Merke dir: Die Umweltverschmutzung. Gleich die Natur wird durch Menschen schmutzig gemacht. Das waren 5 Wörter zur Umwelt. Sehr gut. Machen wir eine kurze Zusammenfassung. Der Klimawandel. Die Erde wird wärmer. Die Nachhaltigkeit. Für die Zukunft denken. Der Treibhauseffekt. Gase wärmen die Erde. Erneuerbare Energien. Sonne, Wind, Wasser. Die Umweltverschmutzung. Die Natur wird schmutzig. Kannst du diese 5 Wörter wiederholen? Sag sie laut. Das ist wichtig. Jetzt kommen wir zur Gesellschaft. Gesellschaft. Das bedeutet, wie Menschen zusammen in einem Land leben. Das ist ein sehr wichtiges Thema in Deutschland. Lass uns die wichtigsten Wörter lernen. Wort Nummer 6. Die Integration. Integration. Das bedeutet, jemand wird Teil einer neuen Gruppe oder Gesellschaft. Stell dir vor, du kommst nach Deutschland. Du lernst die Sprache. Du arbeitest. Du hast Freunde. Du bist Teil der deutschen Gesellschaft. Das nennt man Integration. Beispiel: Die Integration von Einwanderern ist ein wichtiges Thema in Deutschland. Einwanderer. Das sind Menschen, die in ein neues Land kommen, um dort zu leben. Merke dir: Die Integration gleich jemand wird Teil einer neuen Gesellschaft. Wort Nummer 7. Die Vielfalt. Vielfalt. Das bedeutet, es gibt viele verschiedene Dinge oder Menschen. Viel plus Falten gleich viele Arten. Das ist Vielfalt. In einer Gesellschaft mit großer Vielfalt gibt es Menschen aus verschiedenen Ländern, Menschen mit verschiedenen Kulturen, Menschen mit verschiedenen Ideen. Beispiel: Berlin ist eine Stadt mit großer kultureller Vielfalt. Das heißt, in Berlin leben Menschen aus der ganzen Welt. Stell dir vor, du gehst in ein Restaurant in Frankfurt. Du siehst japanisches Essen, türkisches Essen, mexikanisches Essen. Das ist Vielfalt. Merke dir: Die Vielfalt gleich viele verschiedene Kulturen, Menschen und Ideen. Wort Nummer 8. Die Gleichberechtigung. Gleich. Das bedeutet, ohne Unterschied, für alle gleich. Berechtigung. Das bedeutet, das Recht, etwas zu tun. Gleichberechtigung bedeutet, alle Menschen haben die gleichen Rechte. Männer und Frauen, Alte und Junge, alle. Beispiel: Gleichberechtigung bedeutet, dass Männer und Frauen den gleichen Lohn für die gleiche Arbeit bekommen sollen. Lohn. Das ist das Geld, das man für Arbeit bekommt. Falsch versus richtig.
Viele denken, dass Gleichberechtigung nur ein Thema für Frauen ist. Das stimmt nicht. Gleichberechtigung betrifft alle Menschen. Es geht darum, dass niemand benachteiligt wird. Benachteiligen. Das bedeutet, jemanden schlechter behandeln. Merke dir, die Gleichberechtigung gleich alle Menschen haben die gleichen Rechte. Wort Nummer 9. Die Solidarität. Solidarität. Das ist ein sehr schönes Wort. Es bedeutet, Menschen helfen sich gegenseitig. Sie stehen zusammen. Sie unterstützen sich. Beispiel: In der Corona-Krise haben viele Menschen Solidarität gezeigt. Das heißt, viele Menschen haben einander geholfen. Nachbarn haben eingekauft. Menschen haben gespendet. Stell dir vor, dein Nachbar ist krank. Er kann nicht einkaufen. Du kaufst für ihn ein. Das ist Solidarität. Merke dir, die Solidarität gleich Menschen helfen und unterstützen sich gegenseitig. Wort Nummer 10. Der Zusammenhalt. Zusammenhalt. Das kommt von zusammenhalten. Es bedeutet, eine Gruppe bleibt gemeinsam stark. Sie hält zusammen. Sie lässt niemanden allein. Beispiel: In schwierigen Zeiten ist der gesellschaftliche Zusammenhalt sehr wichtig. Das heißt, wenn es Probleme gibt, müssen alle Menschen gemeinsam stark sein. Vergleich: Solidarität gleich. Menschen helfen sich. Zusammenhalt gleich. Eine Gemeinschaft bleibt gemeinsam stark. Die Bedeutung ist ähnlich, aber nicht identisch. Merke dir, der Zusammenhalt. Gleich eine Gruppe bleibt gemeinsam stark. Kurze Zusammenfassung von Gruppe 2. Die Integration. Jemand wird Teil der Gesellschaft. Die Vielfalt. Viele verschiedene Menschen und Kulturen. Die Gleichberechtigung. Alle haben die gleichen Rechte. Die Solidarität. Menschen helfen sich. Der Zusammenhalt. Eine Gruppe bleibt stark zusammen. Sag diese Wörter laut. Einmal, zweimal, dreimal. Mit Wiederholung lernst du am besten. Jetzt wird es besonders interessant. Du lernst, wie du auf Deutsch deine Meinung sagst. Das ist sehr wichtig. Deutsche diskutieren sehr gerne. Sie reden direkt. Sie sagen, was sie denken. Und du kannst das auch. Wort Nummer 11. Meiner Meinung nach. Das ist kein einzelnes Wort, sondern ein Ausdruck. Meiner Meinung nach. Das bedeutet, ich denke, dass. Das ist der klassische Weg, seine Meinung zu sagen. Beispiel: Meiner Meinung nach ist Nachhaltigkeit das wichtigste Thema unserer Zeit. Oder:
Meiner Meinung nach sollten alle Menschen Englisch lernen. Schritt für Schritt. So baust du eine Meinung. Schritt 1. Sag, meiner Meinung nach. Schritt 2. Sag deine Idee. Schritt 3. Erkläre kurz, warum. Zum Beispiel: Meiner Meinung nach ist Recycling sehr wichtig, weil wir die Umwelt schützen müssen. Das ist eine vollständige Meinung. Klar, direkt, höflich. Merke dir: Meiner Meinung nach gleich. Ich denke, dass. Wort Nummer 12. Einerseits, andererseits. Das ist ein sehr starker Ausdruck für Diskussionen. Einerseits, andererseits. Es bedeutet, auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Du zeigst zwei verschiedene Seiten eines Themas. Das klingt sehr intelligent und ausgewogen. Ausgewogen. Das bedeutet, fair, nicht zu extrem. Beispiel: Einerseits ist das Auto sehr praktisch für den Alltag. Andererseits schadet es der Umwelt. Das heißt, das Auto hat Vorteile und Nachteile. Stell dir vor, jemand fragt dich: Was denkst du über soziale Medien? Du sagst: Einerseits können soziale Medien Menschen verbinden. Andererseits können sie auch süchtig machen. Das klingt sehr natürlich. Das klingt fast wie ein Muttersprachler. Merke dir: Einerseits, andererseits. Gleich auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Wort Nummer 13. Zustimmen und ablehnen. Zustimmen. Das bedeutet: Ja, ich bin einverstanden. Ich denke auch so. Ablehnen. Das bedeutet: Nein, ich bin nicht einverstanden. Ich denke anders. Beispiele für Zustimmen: Da stimme ich dir zu. Das sehe ich auch so. Du hast völlig recht. Beispiele für Ablehnen: Da bin ich anderer Meinung. Das sehe ich anders. Ich glaube, das stimmt nicht ganz. Stell dir vor, dein Freund sagt: Ich denke, wir brauchen mehr öffentliche Verkehrsmittel. Du kannst sagen: Da stimme ich dir vollkommen zu. Busse und Bahnen sind besser für die Umwelt. Oder: Da bin ich anderer Meinung. Auf dem Land gibt es keine guten Verbindungen. Beide Antworten sind höflich und klar. Merke dir: Zustimmen gleich. Ja, ich denke auch so. Ablehnen gleich. Nein, ich denke anders. Wort Nummer 14. Das Argument. Ein Argument. Das ist ein Grund, warum du etwas denkst. Du hast eine Meinung. Du erklärst, warum. Das ist dein Argument. Beispiel: Meinung: Wir sollten weniger Fleisch essen.
Argument. Weil die Fleischproduktion viel CO2 produziert. Schritt für Schritt. Ein gutes Argument bauen. Schritt 1. Sag deine Meinung. Schritt 2. Sag weil oder denn. Schritt 3. Erkläre den Grund. Zum Beispiel: Meiner Meinung nach sollten wir mehr Fahrrad fahren, weil das besser für die Umwelt und für die Gesundheit ist. Das ist ein klares, starkes Argument. Merke dir: Das Argument gleich der Grund für deine Meinung. Wort Nummer 15. Der Kompromiss. Ein Kompromiss. Das bedeutet, beide Seiten geben etwas nach. Jeder bekommt einen Teil von dem, was er will. Nachgeben. Das bedeutet, nicht auf 100% bestehen. Beispiel: In einer Diskussion findet man oft einen Kompromiss. Stell dir vor, du und dein Freund wollen Urlaub machen. Du willst ans Meer. Er will in die Berge. Der Kompromiss. Ihr fahrt an einen See. Wasser und Berge. Beide sind zufrieden. Merke dir: Der Kompromiss gleich beide Seiten geben nach. Jeder bekommt einen Teil. Gruppe 3 ist fertig. Hier die Zusammenfassung. Meiner Meinung nach. Ich denke, dass. Einerseits, andererseits. 2 Seiten zeigen. Zustimmen. Schrägstrich ablehnen. Ja oder Nein sagen. Das Argument. Der Grund für deine Meinung. Der Kompromiss. Beide Seiten geben nach. Diese Wörter und Ausdrücke sind Gold wert. Mit ihnen kannst du bei jeder Diskussion mitmachen. Teil 6, Gruppe 4. Wörter für Lösungen und die Zukunft. Jetzt kommen wir zur letzten Gruppe. Diese Wörter brauchst du, wenn du über Lösungen und die Zukunft sprichst. Deutsche sagen oft: Was können wir tun? Sie suchen nach Lösungen. Und du auch. Wort Nummer 16. Die Verantwortung. Verantwortung. Das bedeutet, du bist für etwas zuständig. Du musst dich darum kümmern. Wenn etwas schief geht, bist du verantwortlich. Beispiel: Jeder Mensch trägt Verantwortung für die Umwelt. Das heißt, jeder Mensch muss auf die Umwelt achten. Es ist nicht nur die Aufgabe der Regierung. Es ist die Aufgabe von jedem. Stell dir vor, du bist Chef eines Unternehmens. Dein Unternehmen produziert viel Müll. Du trägst die Verantwortung, diesen Müll richtig zu entsorgen. Entsorgen. Das bedeutet, Müll auf die richtige Art wegbringen. Merke dir: Die Verantwortung gleich. Du musst dich um etwas kümmern. Du bist dafür zuständig. Wort Nummer 17. Die Maßnahme. Eine Maßnahme,
Das ist ein konkreter Schritt, um ein Problem zu lösen. Problempfeil. Maßnahme. Pfeil Lösung. Beispiele: Die Regierung ergreift Maßnahmen gegen den Klimawandel. Das heißt, die Regierung macht konkrete Dinge, um den Klimawandel zu bekämpfen. Welche Maßnahmen gibt es? Ein Tempolimit auf Autobahnen. Weniger CO2. Mehr Geld für Solarenergie. Mehr saubere Energie. Weniger Plastik in Supermärkten. Weniger Müll. Das sind alles Maßnahmen. Merke dir: Die Maßnahme gleich ein konkreter Schritt zur Lösung eines Problems. Wort Nummer 18. Die Herausforderung. Eine Herausforderung. Das ist ein Problem, das schwer zu lösen ist. Es braucht Kraft, Mut und Kreativität. Herausfordern bedeutet, jemanden auffordern, sein Bestes zu geben. Beispiel: Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Das heißt, es ist ein sehr schwieriges Problem. Aber wir können es lösen, wenn wir hart arbeiten. Stell dir vor, du lernst Deutsch. Das ist eine Herausforderung. Es ist nicht einfach, aber du machst es trotzdem. Das zeigt Stärke. Merke dir: Die Herausforderung gleich ein schwieriges Problem, das Kraft braucht. Wort Nummer 19. Das Bewusstsein. Bewusstsein. Das bedeutet, du weißt, dass etwas wichtig ist. Du denkst darüber nach. Du nimmst es wahr. Wahrnehmen. Das bedeutet, etwas bemerken, erkennen. Beispiel: Das Bewusstsein für Umweltprobleme ist in Deutschland sehr groß. Das heißt, viele Deutsche denken darüber nach, wie sie die Umwelt schützen können. Oder: Wir müssen das Bewusstsein für Gleichberechtigung stärken. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass mehr Menschen über das Thema nachdenken. Falsch versus richtig. Viele Lernende verwechseln Bewusstsein und Wissen. Wissen gleich, du kennst eine Information. Bewusstsein gleich, du weißt, dass etwas wichtig ist und denkst aktiv darüber nach. Merke dir: Das Bewusstsein gleich, du weißt, dass etwas wichtig ist. Du denkst darüber nach. Das letzte Wort für heute: der Fortschritt. Fortschritt. Das bedeutet, Dinge werden besser. Wir machen Verbesserungen. Wir gehen vorwärts. Fort gleich vorwärts, weiter. Schritt gleich ein Schritt. Beispiel: Die Wissenschaft macht große Fortschritte beim Thema erneuerbare Energien. Das heißt, neue Technologien werden immer besser. Oder: Dein Deutsch macht Fortschritte. Das heißt, dein Deutsch wird besser. Du lernst. Du verbesserst dich. Und das stimmt.
Jeder Schritt ist ein Fortschritt. Jedes neue Wort ist ein Fortschritt. Merke dir: Der Fortschritt gleich. Dinge werden besser. Wir gehen vorwärts. Die letzte Gruppe ist fertig. Die Verantwortung. Für etwas zuständig sein. Die Maßnahme. Ein konkreter Schritt zur Lösung. Die Herausforderung. Ein schwieriges Problem. Das Bewusstsein. Wissen, dass etwas wichtig ist. Der Fortschritt. Dinge werden besser. Sehr gut, mein Freund. 20 Wörter. Alle gelernt. Okay, mein Freund. Jetzt bist du dran. Ich gebe dir Aufgaben. Du bildest Sätze laut. Mach dir keine Sorgen, wenn es nicht perfekt ist. Fehler sind normal. Das ist der Weg. Aufgabe 1. Benutze das Wort Nachhaltigkeit in einem Satz. Zum Beispiel: Meiner Meinung nach ist Nachhaltigkeit sehr wichtig. Sag deinen Satz jetzt laut. Aufgabe 2. Benutze einerseits, andererseits zu diesem Thema. Arbeiten von zu Hause. Gut oder schlecht? Zum Beispiel: Einerseits ist das Homeoffice sehr praktisch. Andererseits fehlt der Kontakt zu den Kollegen. Dein Satz. Laut sprechen. Aufgabe 3. Benutze das Wort Herausforderung in einem Satz über dein Leben. Zum Beispiel: Deutsch lernen ist eine große Herausforderung für mich. Aber ich mache jeden Tag Fortschritte. Siehst du, ich habe auch Fortschritt benutzt. 2 Wörter in einem Satz. Das ist Profiniveau. Aufgabe 4. Sag deine Meinung zum Klimawandel. Benutze meiner Meinung nach, ein Argument und ein neues Wort. Zum Beispiel: Meiner Meinung nach müssen wir sofort Maßnahmen ergreifen, weil der Klimawandel eine riesige Herausforderung ist. Du kannst das. Sag deinen Satz laut. Aufgabe 5. Erkläre einem Freund kurz, was Solidarität bedeutet. Auf Deutsch. Laut. Du könntest sagen: Solidarität bedeutet, dass Menschen sich gegenseitig helfen. Zum Beispiel: Wenn ein Nachbar krank ist, kaufst du für ihn ein. Sehr gut. Mein Freund, das war die Übung. Wie war das? War es schwer? Das ist okay. Wiederhole diese Sätze heute Abend. Und morgen noch einmal. Mit Wiederholung wirst du stärker. Lass uns kurz zusammenfassen, mein Freund. Heute hast du 20 wichtige Wörter gelernt. Zur Umwelt: Klimawandel, Nachhaltigkeit, Treibhauseffekt, erneuerbare Energien, Umweltverschmutzung. Zur Gesellschaft: Integration, Vielfalt,
Gleichberechtigung, Solidarität, Zusammenhalt. Für Meinungen und Diskussionen. Meiner Meinung nach. Einerseits, andererseits. Zustimmen, ablehnen. Argument, Kompromiss. Für Lösungen und die Zukunft. Verantwortung, Maßnahme, Herausforderung, Bewusstsein, Fortschritt. Das ist viel, das weiß ich. Aber denk daran, du musst heute nicht alle perfekt können. Du musst nur anfangen. Mit jedem Wort, das du lernst, wirst du besser. Mit jedem Gespräch wirst du sicherer. Mein Freund, ich möchte dir noch etwas Wichtiges sagen. Wortschatz lernen ist wie Sport. Du kannst nicht einmal trainieren und stark werden. Du musst jeden Tag ein bisschen machen. Mein Tipp für dich: Schritt 1. Such dir heute 5 Wörter aus diesem Video aus. Nur 5, nicht alle 20. Schritt 2. Schreibe für jedes Wort einen Satz. Deinen eigenen Satz. Mit deinem eigenen Leben. Schritt 3. Lies diese Sätze jeden Tag laut vor. Morgens, abends, im Bus, immer. Nach einer Woche kennst du diese 5 Wörter auswendig. Dann lernst du die nächsten 5. Schritt für Schritt. Tag für Tag. Kleine Verbesserungen. Das ist kein Sprint. Das ist ein langer Weg. Aber du bist schon auf dem Weg. Und das ist das Wichtigste. Du machst das gut. Wirklich. Danke, dass du heute mit mir gelernt hast, mein Freund. Du hast dir Zeit genommen. Du hast neue Wörter gelernt. Du hast Sätze gebildet. Das ist stark. Jetzt habe ich eine Aufgabe für dich. Schreib mir in die Kommentare. Nimm 2 Wörter aus diesem Video. Bilde damit einen Satz. Deinen eigenen Satz. Dein eigenes Beispiel. Zum Beispiel: Meiner Meinung nach ist die Herausforderung des Klimawandels sehr groß. Oder: Solidarität und Zusammenhalt sind wichtig für eine gute Gesellschaft. Schreibe es auf Deutsch. Ich lese jeden Kommentar. Ich antworte auch. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere den Kanal. Klick auf die Glocke, damit du keine neue Lektion verpasst. Like das Video, wenn es dir geholfen hat. Im nächsten Video gehen wir noch tiefer. Wir lernen, wie du einen Standpunkt auf Deutsch verteidigst. Also, wie sagst du, was du denkst? Auch wenn jemand anderer Meinung ist? Das wird sehr interessant. Ich freue mich darauf. Ich bin Thomas von Einfach Deutsch. Bleib neugierig, bleib stark und lerne jeden Tag ein bisschen Deutsch.
Du bist auf einem sehr guten Weg. Mach weiter so. Tschüss und bis zum nächsten Mal, mein Freund.